Sie verließen ihr Feuerhaus und liefen Richtung Zentrum. Die Luft war nun schon wärmer und die Sonnenstrahlen streichelten ihre Haut. Alle drei atmeten tief durch. Der Tag ist perfekt für einen Sieg. Ardea streckte sich. Mit Blick auf Salika fragte Shani: Was genau hast du die Feuerfeen denn gefragt? Salika lachte kurz auf und sah in die Sonne. Eigentlich wollte ich wissen, was es mit der Freundlichkeit der Waterley auf sich hat. Freundlichkeit? Entgegnete Ardea ungläubig. Gebt euch nicht so viel Mühe, ihr werdet sowieso verlieren. Ist doch keine Freundlichkeit. Shani musste unweigerlich lachen. Ardea war immer noch angekratzt, dass der schwarzhaarige Waterley sie gestern vor dem Krabscher verteidigt hatte. Aber sie haben Salika und uns Schutz geboten. Bei dem Gedanken an die Stimme des Waterley mit den türkisen Haaren färbten sich ihre Wangen rot. Das war schon sehr nett. Ja, aber warum? Er hätte mich im Zentrum stehen lassen können, dann hätte er einen Gegner weniger gehabt. Also, was hat das zu bedeuten? Ardea und Shani atmeten durch und sahen nachdenklich in den Himmel und seufzten. Darauf werden wir jetzt keine Antwort finden, meinte Ardea schließlich. Wir sollten uns lieber Gedanken über unseren Auftritt machen. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir das mit dem Erona-Chor gleichstellen können. Shani schützte die Lippen. Das ist knifflig. Wieso gleichstellen? Verständnislos schüttelte Ardea den Kopf. Wir müssen besser sein. Ja, ich weiß, beruhigte Shani sie gleich. Nur ohne etwas Vergleichbares kann ich es auch nicht verbessern. Sie dachte noch einmal an ihre Fähigkeiten, was Ardea besonders gut konnte. Ja! Sie schlug begeistert die Hände zusammen. Ardea, du bist unsere Animatorin. Wenn die Waterley den Erona-Chor nehmen, dann nehmen wir die Zuschauer. Einmal mehr über ihren Einfallsreichtum überrascht, hoben ihre Schwestern die Augenbrauen und warteten auf ihre Ausführungen. Bis sie im Zentrum ankamen, erklärte Shani ihnen ihre inneren Bilder über den bevorstehenden Auftritt. Als sie durch die Glastüre traten, empfingen sie das Plätschern des Springbrunnens, der hier in der Mitte der Aula den Blick auf sich lenkte, an dessen Spitze eine Fackel brannte. 2 Erona, ein Mann und eine Frau, kamen ihnen entgegen. »Hey«, sprach Shani sie direkt an, »habt ihr beiden gestern nicht die Zaubervorstellung gemacht?« »Ja, haben wir. Ihr seid die 3 Feuersäulen, oder?«, antwortete ihr der Mann. »Genau, wir könnten eure Fähigkeiten heute gut gebrauchen, wenn ihr Lust habt.« »Welche Fähigkeiten meinst du genau?«, fragte die Frau zurück. »Illusionen zu erschaffen«, antwortete Shani knapp, aber strahlte über das ganze Gesicht. Die beiden Erona wechselten einen Blick. »Was springt dabei für uns raus?« Hilfesuchend sah Shani zu Ardea. Die zuckte mit den Schultern. »Was hättet ihr denn gerne?« »Wenn ihr gewinnt, wollen wir mit.« Der Mann sah sie ernst an. »Mit auf die Bühnenreise?«, fragte Shani nach. »Ja, genau. Wir wollen ein Teil eurer Gruppe sein.« Shani und Ardea sahen Salika an. Die nickte kaum merklich. »Das geht klar«, meinte Shani und reichte die Hand erst der Frau und dann dem Mann. »Dann kommt mal mit, ich erkläre euch alles.« Sie drehte sich wieder zum Gehen und winkte ihren Schwestern zu. Ardea sah nun Salika an. »Die Sonne lacht heute nur für uns. Dann werd ich wieder rüber zur Halle gehen und dann mit den beiden Eronern das Bühnenbild gestalten. Kommst du dann auch gleich rüber?« »Wenn ich beim Meister war«, nickte Salika.